jede Predigt, but every sermon vom Heiligen Geist gewirkt, that has been touched and moved by the Holy Spirit ist ein Volltreffer. is always hitting the target. Amen. Amen. Hallelujah. Der Name des Herrn. The name of the Lord be praised. Ich möchte hier keine alten Geschichten aufwärmen, aber ich sage, eine muss ich ganz kurz geben. I don't want to tell the old stories that you might know, but there's one story that I feel I should talk about. Als ich in Wales in Großbritannien meine Bibelschule abschloss, When I finished my time at Bible school in Great Britain in Wales, im Bible College of Wales, in the Bible College of in der Wales, Stadt Swansea, and in the city of Swansea, fuhr ich zurück nach Norddeutschland and I was on über London. the way back to North Germany via London. Und in London habe ich gedacht, da habe ich einen Tag, an dem ich mal richtig schön Sightseeing werde. And I knew that in London I had one day, and I said, okay, I'm going to use this day for some sightseeing in this great city. Und dann war ich jetzt, der Morgen war da, So it was morning time. ich hatte kein Geld, I didn't have much money eine richtige Tour zu to bezahlen. get to pay for a proper tour around London. Und dann sagte man mir, ich könnte eine Busfahrkarte kaufen. But people had told me you could just, take a ticket for the bus ride, Und jeden Bus in London gebraucht. and you can use any bus in London, just go wherever you want. Für half a crown, wenn das euch noch ein Begriff ist. For half a crown, if you remember how much that is. Und genauso viel hatte ich in der Tasche. And it was exactly that amount that I had in my Bezahlte die pocket. Buskarte. So I paid this bus ticket. Ich wollte doch den Buckingham Palace So sehen. obviously I wanted to see the Buckingham Palace. Und dann stieg ich ein, So I got into this bus. oberster Stock, I was on the upper deck, und dann ging's los. Ich wusste gar nicht wohin. and I didn't know where this bus was taking us, just crisscrossing London. Halbe Stunde die Richtung, Half an hour this direction, umgestiegen, then I got off the bus, eine Stunde die Richtung, and then on another bus, another umgestiegen, direction, and then I changed buses again, eine Stunde die Richtung. and then one hour in that Dann direction. ich muss doch mal meine Beine ausstrecken. So I said, okay, hey, I'm taking this bus too long, I'm gonna get off and just move my legs a little Ging bit. da in eine Wohngegend. So I came to this residential area, Und einmal and suddenly, kam ich an einem Haus vorbei, da sehe ich ein großes Namensschild. and I come to this house, and on this house there's a nameplate, George Jeffreys. George Jeffreys. Oh, ich dachte, ich kenne einen George He says, Jeffreys. oh, I know George Jeffreys. Ich habe über ihn gelernt. I learned about this person. Das ist doch der Mann, der das Evangelium mit Zeichen und Wundern nach den britischen Inseln gebracht hat. This was the evangelist who brought the gospel to the what islands? British Isles. The British Isles with the power of the Holy Spirit with signs and wonders. Ach, ich sagte mir, Oh, I see. Jeffreys ist ein ganz bekannter Name in London, da muss das Tausende geben. Jeffreys is a very, very well-known name, probably very common. There must be hundreds and thousands of Und Jeffreys. George gibt's noch mehr. And there are even more Georges in England. Ach, das ist Zufall. No, that's just It's chance. that's just chance. Und der Geist Gottes sprach zu mir, And the Holy Spirit spoke to my heart. du hast Zeit, You have time. find out. Ja, finde raus. So, ich gehe durch den Vorgarten, So I took the path into the garden in front of the house, klingel, and I rang the bell, eine Dame steht da. and there's a lady came out. Ich sag, mein Name ist Reinhard Bonnke. I said, my name is Reinhard Bonnke. Ich habe gerade den Namen George Jeffreys And I just gelesen. read the name George Jeffreys on this house. Ist dieser George Jeffreys der Mann, Is this der das George- Evangelium mit Zeichen und Wundern nach Großbritannien gebracht Is hat? this the George Jeffreys that brought the gospel with signs and wonders to Great Britain? Ja, sagt sie. Yes, she Ja, said, yes. ich war platt. I was totally surprised. Darf ich ihn sehen? And I asked, can I see him? Nein. No.
Nein, No! ich kam nicht durch die Tür durch. I wasn't able to get into the entrance of this house. Ich will nicht sagen, warum. I won't say why. Aber mit einem Mal hörte ich eine tiefe Stimme von Then innen. I heard this deep voice calling from inside. Lass ihn hereinkommen. Let him come in. Und drin war. And I was in. Ich sehe ihn die Treppe herunterkommen. And I see him coming down the stairs. Er war jünger als ich jetzt bin. He was younger than I am now. Aber er war sehr shaky. He was sehr, sehr wackelig. Oh. Wackelig. Er war sehr wackelig. He was very shaky. He was very shaky. You were an English word. Ich sah ihn herunterkommen, Schritt für Schritt. And I saw him come down step by step. Sehr schwerfällig. And he was shaky on his legs. Ich schüttel seine Hand. I took his hand, shook his hand. Ich sage, mein Name ist Reinhard And Bonnke. I said, my name is Reinhard Bonnke. Ich habe gerade beim College I just finished the Bible college. Gott hat mich für Afrika berufen. God has called me to Africa. Ich habe Ihre Bücher I've gelesen. read your books. Komm hier zufällig vorbei. And I just, by chance, came by your house. Ich habe geredet. And I was talking. Er sagt kein Wort. He didn't say anything. Dann kam er runter, wir standen zusammen. Came down the last stairs and we stood together. Der alte Mann guckte mich an The old man looked at me. und mit einem Mal fällt er auf seine Knie, And suddenly he fell on his knees zieht mich mit runter and pulls me down onto my knees. und fängt an mich zu segnen. And he began to bless me. Fängt an mich zu segnen Began to bless me. und die Herrlichkeit Gottes kam über mich. And the glory of the Lord came upon me. Die wunderbare Herrlichkeit The Gottes kam wonderful über mich. glory of God came upon me. Und dann segnete er immer weiter. And he kept blessing me. Ungefähr eine halbe Stunde später About half an hour later, standen wir wieder auf. both of us, we got up from our knees. Ich schwankte aus dem Haus, I was sort of like swooning out of the house. wollte zur Busstation zurück Wanted to go back to the bus stop that I'd gotten off of. und habe immer gesagt, Herr, ich kann das nicht begreifen. And I said to the Lord, I cannot understand this. Ich wusste nicht einmal, dass der Mann noch I lebt. first of all didn't know that he was still living. Er war überhaupt nicht in meinem Sinn. It wasn't even in my mind, in my thoughts. Wie komme ich in einer Stadt von 10 Millionen an sein Haus? How can I just perchance can't come by his house in a city of 10 million people? Und er sprach zu mir, The Lord spoke to me, sagt, said to me, dein Busfahrer war der Heilige Geist. the bus driver was the Holy Spirit. And he's the best bus driver. Amen. Ich kam an die Busstation. So I came to the bus stop Ich fand meinen Zug nach Hause. and I finally found my train that went back home Nach Hamburg. to Hamburg. Mein Vater wartete auf mich hier, My father was waiting for me at the train station um mich abzuholen. to pick me up. Ich habe mich sehr gefreut. I was happy to see him. Kurz darauf sagt mein Vater zu mir, A little time later, my dad said to me, Reinhard, ich habe aus England gehört. Reinhard, I heard something from England. George Jeffreys ist gestorben. George Jeffreys just died. Und dann fing ich an zu begreifen, And I began to understand dass sie einen Mantel, that I had just received a mantle. A mantle, nicht ein Stück Textil. not just a piece of cloth. Unser neutestamentlicher Mantel ist die Taufe im Heiligen Geist. Our New Testament mantle is the baptism in the Holy Spirit. Und den Mantel, mit dem bin ich durchs Leben gegangen. And with this mantle of the Holy Spirit, I went through my life. And I thank God for that.
Herzen, I believe in my heart. dies ist die letzte Runde This is the last lap für dich. for me. Aber But ihr werdet heute bekommen, was ich damals bekommen you will habe. receive that which I received then. Silver and gold, I don't have it. But I have something else. Im Namen Jesu. In the name of Jesus, stand up and walk. Steh auf und predige. Stand up and preach. Halleluja! Hallelujah. Okay. So, jetzt geht's los. We're going to start now. Zeit. I don't have much time left, I see. Aber ich lasse nicht los. I'm not going to let go. Ich lasse nicht. I'm not going to let go. Evangelium Markus. In the Gospel of Mark, Der letzte Vers in Markus. the last verse in the Gospel of Mark, Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und durch das Wort, durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. and they went forth and preached everywhere, and the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Halleluja. Hallelujah. Nach Pfingsten, After Pentecost, nachdem die 120 erfüllt waren mit dem Heiligen Geist, after the 120 were filled with the Holy Spirit, was haben sie da getan? what did they do? Sie They zogen aus. went out. Die zogen aus in die Welt, They went out into the world, in die Stadt, into the city, in die Länder. into the nations. Sie zogen aus They went out und verkündigten das Evangelium. and they preached the gospel, the good news. Sie nahmen die Initiative. They took the initiative. Das ist das Erste. That's the very first thing. Wir müssen die Initiative ergreifen. We need to take initiative. Sie saßen nicht nur und beteten. They did just not sit around and pray. Ohne Gebet geht gar nichts. Without prayer, nothing happens. Aber sie zogen aus. But beyond that, they went out. Sie taten mehr. They als did nur more beten. than just pray. Ich habe dem Herrn gesagt, I've told the Lord, ich möchte nicht auf einem Sessel sitzen I don't want to sit on some sort of a couch, und wie man das in Englisch sagt, and as they say it in English, einer anointed couch potato sein. also eine gesalbte Chipstüte. Wir müssen ausziehen. Wir müssen we have to go out. Wir müssen umziehen. We have to change our location. Wo immer wir sind, das Evangelium verkünden. Wherever we are, to proclaim the good news. Amen. Amen. Die Leute fragen, warum verzieht sich die Erweckung? Some people ask, why does revival tarry or is waiting? Ich will euch sagen, warum sich die Erweckung verzieht. I just want to say why revival tarries. Weil es so viele Bücher gibt, Because there's die so uns much- sagen, warum. Because there are so many books that tell us why revival tarries. Und weil so viel gepredigt wird, warum die Erweckung verzieht. And because there are so many sermons on why revival is still waiting and not coming. Aber die Bibel sagt das nicht. But the Bible doesn't teach that. Die Bibel sagt das nicht. The Bible doesn't say that.
Als ich noch junger Missionar war, when I was still a young missionary, habe ich nicht begriffen, warum sich immer so wenig Menschen bekehren. I didn't really understand why so few people got saved. Ich war platt, ich dachte, oh Herr, das Evangelium ist so kraftvoll und so herrlich, warum kommen nicht mehr Menschen zur Buße? I was so concerned, Lord, that your gospel is so powerful, is so strong, and it's so effective, but why aren't people getting saved? Dann bin ich zu einem Bibelschulenprincipal gegangen Und so bin ich zu einem, so I went to a Bible school principal, und habe gesagt, warum bekehren sich so wenig Menschen? and I asked him, why do so few people get saved? Er sagte zu mir, So he said to me, nach kurzer Überlegung, after a short while of thinking, junger Bruder, young brother, warte bis Erweckung kommt. wait until revival comes. Warte! Wait to wait. Wir haben hunderte von Jahren gewartet We've been waiting for hundreds of years, und gebetet. and we prayed that long. Warte! Waiting. Nein! No, Ich sag euch eins. I want to say one thing. Wir warten nicht auf Gott. We are not going to wait on God. Gott wartet auf uns. God is waiting on us. Since Pentecost, God is waiting for you and He's waiting for me. Amen. Amen. Erweckung wird nicht mysteriös ausgelöst. Revival is not just going to happen in some mysterious way. Das Wort Erweckung erscheint gar nicht in der Bibel. And the word revival is not even mentioned in that way in the Bible. Es ist die Taufe und die Kraft des Heiligen Geistes. Instead, it is the baptism and the power in the Holy Ghost. Und das Evangelium ist gar nichts wert, And the gospel is not worth anything wenn es nicht verkündigt wird. if it's not being proclaimed. Es muss verkündigt werden. It needs to be proclaimed. Das Evangelium, das Wort Evangelium heißt gute Nachricht. The gospel which means good news, Eine Nachricht ist keine Nachricht, wenn sie nicht verkündigt wird oder ausgestrahlt. news is no good news or any news if it's not proclaimed and sent out. Eine Nachricht auf dem Bücherbrett ist keine Nachricht. A bit of notice or any news on some sort of a pinboard is not any news if it's not being read or seen. Es braucht Menschen, die das Evangelium It proklamieren. needs people who proclaim the good news. Ungepredigtes Evangelium An unpreached gospel ist kein Evangelium. is not a gospel. Wir kriegen so viele kluge Ansichten. We have so many interesting and intelligent thoughts. Ah, nein, du brauchst gar nichts sagen. Or some people would say, no, you don't have to speak with your mouth. Ich möchte euch einen guten Rat geben. I want to give you a piece of advice. Wenn ihr von Hamburg nach Hannover wollt, If you want to take a trip from mit eurem Auto, Hamburg to Hanover with the car, dann folgt keinem geparkten Auto. don't follow a parked car. Amen. Very Ihr sollt simple. auch keinem geparkten Pastor folgen. And don't follow a parked pastor. Ungepredigtes Evangelium, kein Evangelium ist es. We follow the Holy Scriptures. Sie aber gingen aus. These went out. Halleluja. That's what we read. Muss Hallelujah. man predigen. Ich bemühe mich, schnell zu sein. I'm trying to be fast. Wenn euch meine Predigt nicht gefällt, If you don't like my preaching, mir gefällt sie. I like my preaching. Amen. Woo! Das Evangelium ist so kraftvoll. The gospel is so mighty, Der Teufel ist unter unseren Füßen. and the devil is under our feet. Ich habe keine Angst vom Teufel. Ich glaube, der Teufel hat Angst vor mir. I am not afraid of the devil. I think the devil is afraid of me. Amen.
was soll ich sagen, die große Schwierigkeit ist dies. The greatest difficulty is this. Dass wir Betonung auf andere Themen legen als auf Bekehrung. That we lay emphasis on other themes, but not on conversion. Ich erinnere mich daran, wie wir in der Schule gelernt haben, wie Schwarzpulver funktioniert. I remember when we learned in school how gunpowder works. Wenn ich mich recht erinnere, If I remember correctly, es ist Potassium, it has to do with potassium, Nitrat, nitrate, Sulfur sulfur, und Carbon. and carbon. So, nun stell dir mal vor, du hast jetzt diese 4 in einer Mischung. Can you imagine these 4 elements in one mixture? Aber bei einer Chemikalie fehlt was. But in one of these chemicals, something might be missing. So hast du von einer Substanz etwas genommen, So you das take- ganz genau so aussieht You may have wie die taken- richtige. You may have taken a substance that was looking exactly the same, and you started to mix it with these other 3. Das schön vermischt. And you mixed it up with these 3. Es sieht aus perfekt. It looks perfect, Aber es gibt keine Explosion. but there's no explosion. So ist das mit dem Evangelium. And that's what it's like with the gospel. Es explodiert, It explodes wenn wir das ursprüngliche Evangelium verkündigen. if we take Amen. the pure gospel and we proclaim it. Halleluja. Let me say it Wenn wir differently. das ursprüngliche Evangelium If we verkündigen, take the dann original haben wir gospel, dann haben wir die ursprüngliche Wirkung. then we have the original, Ursprünglich original. the result. Amen. Okay. Amen. So, und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. And now something very important. Hier haben wir gelesen. We read already, Nummer 1, sie zogen aus number 1, they went out. und verkündigten das Evangelium. And they proclaimed the gospel. Und das wurde bestätigt And- durch die darauf folgenden Zeichen und Wunder. And then it was confirmed through the accompanying signs and wonders. Ich habe viel über das Wort bestätigen And nachgedacht. I thought a lot about this word confirmation or the confirming. Ich kann nur etwas bestätigen, I can only confirm something wenn ich zunächst einmal eine Aussage gehört habe. first of all, if I've heard something being said, a statement or a truth. Okay, ich höre eine Aussage I hear a statement und kann bestätigen, ja oder nein. and I can confirm it, yes or no. Wenn es nicht stimmt, sage ich nein. If it's not true, I say no. Aber wenn es stimmt, sage ich ja. But if it's true, I say yes. Und wisst ihr was? And you know what? Wenn wir das ursprüngliche Evangelium verkündigen, hört bitte gut zu. But if we proclaim the original gospel, please listen, Dann wird Gottes Geist es immer bestätigen. then the Spirit of the Lord will always confirm this gospel. Halleluja. Hallelujah. Amen. Der Heilige Geist bestätigt immer, hört gut zu, The Holy Spirit always confirms, listen to me, was wir über Jesus sagen. what we say about Jesus. Hörst du? You understand? Was wir über Jesus sagen. What we say about Jesus, Das bestätigt. that is what the Holy Spirit confirms. Er bestätigt nicht mich. He doesn't confirm me, Und meine Konfession kommt auch nicht so. and it has nothing to do with my confession. Er bestätigt Jesus. He confirms Jesus. Deswegen habe ich über ganze Länder den Namen Jesus ausgerufen. And that is the reason why over many, many nations I've proclaimed the name of Jesus. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Halleluja. Hallelujah. Und das Beten für die Kranken
And the prayer for sick. Und die Wunder und die Zeichen, die wir da And the sehen. miracles and the signs that are there. In vielen Kirchen und Gemeinden wird nicht mehr für die Kranken gebetet. In many churches, and the people don't pray for the sick anymore. Obwohl das ein ganz wichtiger Teil des Evangeliums ist. Even though it is an essential part of the gospel. Mein Kopf funktioniert in Bildern. My mind always works in pictures, visual. Und ich habe ein Bild gehabt zu mir. And so I have this little illustration. Das ist genauso wie ein Bäcker. It's like having a baker and a bakery. Ein Sonderangebot in seinem Schaufenster. And there's a special offer that is being proclaimed in the window. Und darauf steht, And on this window, on this sign, it says, heutiges Sonderangebot. the special offer for today, Kein Brot. no bread. Kein Brot. No bread? Machen wir Reklame mit der Bibel und sagen, Sonderangebot, keine Heilung. Are we making advertising for the Bible and for the gospel and saying, no healing? Nein, No! es gehört dazu. It belongs to the gospel. In the name of Jesus. Sei geheilt. Be healed. Be healed. Yes, right now. In Jesu In Namen. the name of Jesus. Amen. Amen. Okay, ich spring hier. I'm going to jump Ich a little spring bit. hier. Unglaube Unbelief. ist Gericht. Ich finde immer, Unglaube ist Gericht. Unbelief is judgment. That's how I see it. Ich will nichts mit Unglauben zu tun I haben. don't want to have anything to do with unbelief. Ich will Gott vertrauen I want bis zum to Äußersten. trust God to the utmost. Ich war im letzten Jahr in Hawaii Last year I was in Hawaii und habe dort auf einer Konferenz gepredigt. and I was preaching there in this conference. And then suddenly you remember that the volcano erupted. Oh, du liebe Zeit, ich wollte gar nicht zu nah kommen. I didn't want to get too close to this volcano. Und da habe ich drüber nachgedacht. I thought about this. Das ist mir ein Beispiel. And it's like an example to me. Das Feuer ist in der Erde. The Tief in der Erde. fire of this volcano is deep down in the core of the earth. Ja, dass jeder versteht. I'll make it so simple that everyone can understand. Und dann kommt der Druck von unten. And then the pressure comes from underneath. Höher, Higher, höher, higher pressure, höher. higher. Und ob der Vulkan ausbricht oder nicht, And whether this volcano erupts or doesn't erupt hängt von diesem Druck ab, der has von unten something kommt. and is dependent on the pressure below. Und wenn dieser Druck durchkommt, And if this pressure pushes hard enough, dann gibt es eine gewaltige Entfaltung der Urkraft. and there will be this eruption of all of these powers of creation. Meistens negativ. Mainly, obviously, in a negative Aber sense. das ist jetzt nicht mein Punkt. But my point is not a negative one. Ich frage mich, I ask myself, wie dick ist die Kruste unseres Unglaubens, how thick is the crust of our unbelief bevor es Gott gelingt durchzustoßen before God can erupt through all this unbelief mit seiner Feuerkraft, with the power of mit der fire Macht des and Evangeliums. with the might of the gospel? Stell dir mal die Frage, Ask yourself this wie question. dick ist die Kruste bei mir? How thick is the crust of your unbelief? Herr, wir wollen glauben. Oh Lord, we want to believe. Ich will glauben. I want to believe. Wenn du auch glauben wirst, If you want to believe, ruf Halleluja. say hallelujah. Hallelujah. Oh, Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Dann dreht sich der Schlüssel And this key is being turned in unserer Gefängnistür. in this prison door of ours. Und das öffnet sich. And it opens. Ich sag, Gott hat
Macht und Gewalt und Kraft. I say God has power, He has strength, He has might. Ich komme hier aus dieser Gegend. I grew up in this area. Eine sehr kleine Gemeinde war It es. was a very, very small church. Mein Vater, My father, Hermann Bonnke, war der Pastor. Herman Bonnke, he was the pastor in this church. So klein. It's a small church. Den kannte ich noch. Und, Natürlich kann man. was soll ich sagen? What should I say? Als Gott mich rief, When God called me, da saß ich in dieser kleinen Kirche. I was sitting in this small church. Aber Gott sprach zu meinem Herzen. But God spoke to my heart. Da braucht man nicht eine Riesenmenge, damit Gott zu einem You spricht. don't need a big crowd that God can speak to you. Und ich bin nach Afrika gegangen, weil Gott mir das gesagt hatte, And I went dass to ich einmal in Africa. Afrika das Evangelium verkündigen würde. I went to Africa because God said that at one time I will be proclaiming the gospel in Africa. Und dann erlebte ich etwas, was mich umschmiss. And then I experienced something that just totally threw me over. In Nigeria, In Nigeria, in Lagos, in Lagos, 1,6 Millionen Menschen in einem Gottesdienst. 1.6 million people in one service. 1,6 Millionen Menschen in einem 1.6 million people in one service. Jetzt mich nicht täuscht, ist das die Einwohnerschaft von Hamburg. And I believe that's about the population of Hamburg. In einem Gottesdienst. In one church service. Wer hätte es je glauben können? Who could have ever thought and believed in something like that? But in the week Waren es 3,4 Millionen that we preached there were 3.2 million people die ihre Entscheidung für Jesus registrierten. who registered their decision for Jesus Christ. Da stand ich, kleiner Mann, auf einer Plattform. And me as a small man, I was standing there on this platform. Kam mir vor wie ein Zwerg. And I felt I was like a little dwarf. Aber die Kraft des Herrn war gigantisch. The power of the Lord was gigantically upon me. Hallelujah. Deswegen sagt Gott allen, And that is why I'm speaking to you sag nicht, tonight. das war eine Ausnahme. And this is not an exception. Wenn Gott 1 Million Menschen in einem Gottesdienst retten kann, If God can save over 1 million people in one church service, wie lange how long? würde es dauern, How long would it take bis Deutschland gerettet until ist? Germany will be saved? Sagt mir mal, Please tell me. wie lange? How long? Nicht mal ein halbes Jahr. It wouldn't even take half a year. Das hat mein Herz erweitert, meine Sinne erweitert. That just enlarged my heart, it enlarged my thinking. Wir dienen dem größten We serve the greatest God. Und er ist hier, um heute, junge oder alte, herauszupicken. And He is here now to pick out the young and the old Die dann hinausgehen, who will go out das Evangelium and they verkündigen will proclaim the gospel, und den sehen, wie Gott es and bestätigt. they will then see how God confirms His gospel. Halleluja! Hallelujah. Amen. Wenn man einen Marathon läuft, If you run a marathon, das können wir ja am Fernsehen sehen, and we see it obviously in TV very often, wahrscheinlich nicht viele von uns mitlaufen. but most of us probably don't run in a marathon. Eins kann ich euch sagen, was ich beobachtet habe. But one thing that I have observed, Wer den Marathon gewinnt, the person who wins the marathon, der kriegt den Preis am Ende. he only gets the reward at the end. Wir laufen einen Marathon für Jesus. We are running a marathon for Jesus. Und wir bekommen von ihm die Macht. And we will get the power and the might, Die Kraft des Heiligen Geistes. the power of the Holy Spirit Am Anfang. at the beginning, Damit wir den Lauf So laufen können. that we can even run
die Kraft ist kein Reward. Ist keine Belohnung. Yeah. The strength is not a reward. Die Kraft des Heiligen Geistes The strength of the Holy Spirit ist die Ausrüstung. is the equipping Es ist Schaffen, to run this marathon, to do it, to be able to do it. Du wirst es schaffen. You will be able to do it. Wenn Gott mich hat gebraucht If God was willing to use me und Daniel Kolender, and Daniel Kolenda, dann wird auch dich gebrauchen. He will also use you. Die Welt schreit nach Männern und Frauen des Heiligen Geistes. Our world is looking for people, men and women, of the Amen. Holy Spirit. Amen. Amen. Darf ich weitermachen? Can I continue? Halleluja. Im Englischen sagen wir, the honey is always at the bottom. Auf Englisch sagen wir immer, der Honig ist immer ganz unten. Amen. Ganz am Ende. Always at the end. Ich habe noch einen wunderbaren Abschluss zu geben. And I have a conclusion to make that's wonderful. Und dann wird der Heilige Geist And von. then the Holy Spirit will fall. Wir lassen dich nicht, du segnest. We're not going to leave you until you Wir bless us. lassen ihn nicht. We will not leave him until he blesses us. Wer hat wie soll ich sagen, diese Sehnsucht Who in seinem has this Herzen? desire in his heart? I will not leave you until you bless me. Amen. Wir lesen in Hebräer Kapitel 12, In Hebrews chapter 12, Vers 1, in verse 1, lesen wir: we read the following. Deshalb Therefore, lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen vor den vor uns liegenden Wettlauf. therefore, Hebrews 12:1, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, so let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Hier spricht der Herr. The Lord is Eine speaking. Wolke von Zeugen. He's talking about this cloud of witnesses. Das sind Männer und Frauen, die vor uns den Wettlauf gelaufen sind. And what is meant are these men and women who have run this race before us, Die uns jetzt in dem Wettlauf sehen. and who are now spectators and watching us running this race. And they're looking down on us and watching us Sie run. sehen, wie wir And laufen. they're looking at us and seeing how we're running this race. Ich bin mein Leben lang gelaufen. I've been running my whole life. Und manchmal war mir so, And, als ob ich die Stimmen hören. and sometimes I felt that I could hear some voices from above, Und dass sie riefen: and that they were calling to me. Schneller! Quicker! Schneller! Faster! Lauf doch schneller! Run a little faster! Und dann gucke ich hoch und laufe. Im Laufen gucke ich hoch And while I was running, I was looking up. und frage zurück: And I said, what about? Warum soll ich schneller laufen, als ihr gelaufen seid? Why should I run faster than you guys run? Und sie rufen zurück: And they're calling back to me, Reinhard Bonnke, Reinhard Bonnke, es ist die letzte Runde. it's the last lap. Es ist die letzte It's Runde. the last lap. Das Ziel
kommt bald. Jesus is coming back. Run! 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 In Jesu wunderbarem und mächtigem Namen. In the wonderful and mighty name of Jesus. Halleluja. Hallelujah. Gelobt sei Gott. The Lord be praised. Wir wollen laufen. We want to run. Wir wollen laufen. We want to run. Halleluja. Hallelujah. Ja, wisst ihr was? You know what? Ich schieb das noch rein. I just want to insert this. Vor Jahren habe ich mal dieses Beispiel gebracht. Many years ago I brought this, I had this illustration that I shared. Ich habe gesagt, geistlich gesprochen. I sort of said it in a spiritual manner. Bin ich ein Airbus Spirit. 83. I'm like a spiritual Airbus 380. Hamburg ist ja die Airbus-Stadt. Hamburg is the city of the Airbus 380. Ich sage, ich bin ein Airbus A380. I'm an Airbus 380. Amen. And Am Ende der Startbahn at the end of the runway, ist das Riesending the big airplane am schnellsten. is when it's fastest. Amen. And you won't see any brake marks. Keine Bremsspuren. No brake marks. Wenn der Moment kommt, When the moment comes, wie Jesus bestimmt hat, when Jesus has decided, wird hochgezogen. I'll pull up, Und wir landen im neuen Jerusalem. and we will land in the New Jerusalem. My only question is, Dafür habe ich den ganzen Tag gebetet. and that's what's been my prayer the whole day, Der Schrei meines Herzens. and the cry of my heart. Wer hier in dieser Sporthalle oder wo jemand seid in der ganzen Welt, Who in this auditorium, or people who are looking around the whole world, ist bereit, diesen Wettlauf für Jesus zu machen? is prepared to run this marathon for Jesus? Lord, here I am. Lord, here I am. Lord, here I am. Sende mich. Please send me. Hallelujah. Gott, wir behalten mal die Hände. Let's just keep our hands raised. Und jetzt wollen wir alle in neuen Zungen beten. We just want to pray in new tongues Der Heilige Geist, as the Holy Spirit enables us to pray. In the name of der Jesus. Geist Gottes es gibt, der auszusprechen. As the Holy Spirit gives you. Wir schämen uns überhaupt. We're not going to be shamed. Nein, nein, nein. No, Sie kommen, sie kommen. they're coming, they're coming, they're coming.